Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian. In dieser Serie machen wir in jeder Folge ein komplettes, einfaches Spiel für Anfänger. Das heißt, jeder Schritt wird genau gezeigt und erklärt. Zunächst brauchst du Unity. Die Installation ist auf der Unity-Seite ganz gut erklärt. Da du Anfänger bist und nichts mit Unity verdienst, wählst du Personal. Wenn du Unity Hub runtergeladen hast, wählst du die Unity-Version, die du möchtest und die Plattform, für die du entwickeln magst. Anschließend erstellst du ein neues Projekt und bekommst dann die Unity-Oberfläche, so wie ich hier. Du siehst hier rechts ist die Hierarchie mit der Kamera. Wenn du die Kamera auswählst, bekommst du ein Vorschaubild auf unser Spiel. Im Moment ist da aber nichts drin, außer der dunkelblaue Hintergrund. Deshalb machen wir uns erstmal eine schönere Hintergrundfarbe. Klicke hier auf Background und wähle dir ein schöneres helles Blau. Nun kannst du hier oben auf Play drücken und siehst unser Spiel, also unseren hellblauen Hintergrund. Hier oben steht im Moment noch Free Aspect. Da sollten wir das Größenverhältnis unseres Bildes des Viewports festlegen. Ich nehme hier Full HD. Hier unten im Projektfenster befinden sich alle Ressourcen. Das können Bilder sein oder Animationen oder Sounds oder Skripte und vieles mehr. Eben alles, was so zu einem Spiel gehört. Wir können da etwas Ordnung reinbringen, indem wir uns die verschiedenen Sachen je nach Art in Ordner einteilen. Ordner erstellst du mit Rechtsklick, Create, Folder und anschließend benennst du diese. Du kannst mit Steuerung D auch immer alles duplizieren und dann einfach umbenennen. Für den Anfang haben wir also Images, Scripts und Tiles. Ich möchte jetzt mit dir den Hintergrund gestalten. In diesem Fall möchte ich Tilemap benutzen. Tiles kannst du dir wie kleine Puzzleteile oder Kacheln vorstellen, aus denen dann ein Gesamtbild entsteht. Auf meiner Patreon-Seite habe ich dir kostenlos einige Grafiken zum Download zusammengestellt. Natürlich kostenlos. Du darfst mir zum Dank aber gerne ein Abo für meinen YouTube-Kanal dalassen. Den Link zum Download findest du in der Videobeschreibung. Den heruntergeladenen Ordner entsippst du und ziehst ihn anschließend einfach in unser Images-Ordner, so wie ich hier. Dann hast du anschließend ein Bild vom Schiff und ein Sprite-Sheet. Wenn du das Sprite-Sheet anklickst, siehst du, dass es aus vielen verschiedenen Bildern besteht. Die müssen wir jetzt im Grunde ausschneiden, um dann lauter kleine Teils zu erhalten. Dazu musst du den Sprite-Mode auf Multiple stellen, anschließend Apply drücken und in den Sprite Editor. Jetzt kannst du hier auf Slice gehen, statt Automatic Goodbye Cell Size auswählen. 64 x 64 ist okay, denn die Sprites sind 64 groß. Und Slice drücken. Jetzt siehst du, der Sprite Editor entsprechend, also die Teils ausgeschnitten. Du musst noch hier Apply drücken und du musst hier Pixels per Unit auf 64 stellen, weil die wollen wir als Teils verwenden, sonst hätten die nicht die richtige Größe. Wieder Apply. Jetzt können wir die Grafiken für unsere Tilemap verwenden. Zuerst erstellen wir die Tilemap, Rechtsklick, 2D-Objekt, Tilemap und Rectangular. Ich nenne die Ground und dann dupliziere ich die einmal Water und Coins. Dann klicke ich auf Water. Über diese Property Order in Layer können wir festlegen, was übereinander in welcher Reihenfolge gezeichnet werden soll. Water soll ganz hinten sein, behält also seine 0. Davor soll Ground mit 1 und Coins mit 2. Anschließend markierst du alle Maps, du hältst Steuerung gedrückt und wählst nacheinander die Maps aus und fügst mit Add Component jeweils einen Tilemap Collider 2D hinzu. Bei Water und Coins setzt du den Collider auf Trigger. Der Collider hat keine feste physische Grenze, sondern dient nur zur Feststellung, ob etwas diesen Collider überschneidet.
Wir wollen jetzt unseren Level quasi zeichnen. Dazu brauchen wir eine Teilpalette. Die findest du unter Window, 2D, Teilpalette. Dann drückst du Create New Palette. Create, wählst den Speicherort Tiles aus. Anschließend ziehst du unser Sprite Sheet komplett in das Tilemap Editor Fenster. Wieder den Speicherort auswählen, Tiles. Jetzt können wir mit den Tiles den Level gestalten. Du kannst auch ganze Bereiche auswählen mit der Pipette und damit dann zeichnen. Wenn du was löschen willst, dann hier mit dem Radiergummi. Du musst beim Zeichnen aber immer darauf achten, dass du den richtigen Layer ausgewählt hast. Also wenn du Münzen zeichnen willst, dann solltest du die Map Coins ausgewählt haben. Wenn du in den Game View gehst jetzt, dann siehst du an den Rändern hier so unschöne Linien. Um die wegzubekommen, wählst du den Sprite Sheet und stellst bei Filter Mode Point No Filter ein und Apply. Die Linien sind weg. Ich gehe zurück in die Szene. Jetzt brauchen wir unser Schiff. Ziehen wir einfach das Schiff in die Hierarchie, nennen es um. Dann nimmst du das Positionierwerkzeug und schiebst das Schiff an die richtige Stelle. Damit das Wasser hier durchsichtig ist, kannst du bei Water bei der Farbe die entsprechende Transparenz einstellen. Danach bekommt das Schiff einen Rigid Body 2D. Dieser sorgt für physikalisches Verhalten des Schiffs. Außerdem bekommt das Schiff einen Box Collider 2D. Da kannst du die Größe noch einstellen. Wenn wir das Spiel jetzt starten, dann stürzt unser Schiff einfach ab. Es soll aber schwimmen. Logisch kommt unser Wasser jetzt noch eine Component. Buoyancy Effector 2D. Der Tilemap Collider, der braucht jetzt Used by Effekte. Surface Level, den stellen wir so ein, dass es an der Oberfläche ist. Wenn wir jetzt starten, dann wird unser Schiff schwimmen, mehr oder weniger. Das können wir jetzt also hier über Density noch beeinflussen und mit dem Surface Level. Und hier bei Flow über Magnitude können wir dafür sorgen, dass das Schiff jetzt vorwärts schwimmt oder eben auch in die andere Richtung. Wenn du jetzt im Play-Mode was einstellst hier und danach dann das Spiel beendest, dann sind deine Einstellungen wieder weg. Du kannst aber die Einstellungen kopieren und hinterher wieder hinzufügen. Als nächstes möchte ich einen Play-Button hinzufügen. Dazu machst du einen Rechtsklick, UI, Button TextMesh Pro. Du musst vermutlich TextMesh Pro noch importieren. Hier wurde jetzt ein Canvas eingefügt. Darin kann man Bedienelemente anzeigen lassen. Damit unser Spiel mit jeder Bildschirmgröße funktioniert, sollten wir noch Scale with Screen Size einstellen und unseren Referenzbildschirm angeben. Der ist 1920 x 1080 Full HD. Ich lasse mir den Button jetzt in der Mitte anzeigen. Stelle also hier Pos X und Pos Y auf 0. Dann verändere ich seine Größe mit Width und Height. Dann gehe ich in den untergeordneten Text, ändere den auf Play und die Schrift mache ich auch größer. Nun brauchen wir unser erstes Skript. Ich gehe in den Skriptordner, dann Rechtsklick, Create C#Script und nenne das Game Manager. Dann erstelle ich ein leeres Game-Objekt, Hierarchie, Create Empty und nenne das auch Game Manager. Dann ziehe ich das erstellte Skript auf den Game Manager und dann klicke ich doppelt auf das Skript.
Es öffnet sich der Editor deiner Wahl. Welcher das ist, das kannst du einstellen unter Edit, Preferences, External Tools. Bei mir ist das hier Visual Studio 2019. Wir brauchen zuerst eine Methode, ähnlich wie diese Start- oder Update-Methode hier, aber die kommen von Unity, gehören zu der Klasse MonoBehavior. Das ist eine Klasse, die für das Verhalten unseres Objekts schon einige fertige Funktionen hat, aber wir können selbst noch welche hinzufügen. Unsere Methode gibt keine Ergebnisse zurück, der Rückgabetyp ist daher Void, der Name Play. Wir könnten in den runden Klammern noch sogenannte Parametervariablen annehmen, brauchen wir hier erstmal nicht. Mit dieser Methode soll unser Play-Button verschwinden und das Spiel starten. Kann man natürlich auf sehr verschiedene Weise hinbekommen. Hier mal ein klarer Weg. Es geht auch noch ein bisschen einfacher. Wir machen uns hier oben zwei Felder. Das sind Variablen, die außerhalb von Methoden stehen. Wir brauchen also zunächst hier einen Button und Play-Button soll die Variable heißen oder das Feld. Um den Button jetzt überhaupt zu haben, müssen wir auch noch eine Using-Direktive hinzufügen. Wir wollen also Unity Engine UI in unserem Skript hier nutzen. Davor schreiben wir ein Attribut, das hat eckige Klammern, das heißt Serialize Field. Das sagt, dass wir diese Variable im Unity Inspector sehen wollen und dann zuweisen wollen. Das gleiche für das Wasser. Das ist der Typ Buoyancy Effector 2D. Und dann machen wir uns noch eine Float-Variable, also vom Typ Float, Fließkommazahl. Die nenne ich einfach mal Ship Speed. Jetzt können wir einfach im Inspektor die Variablen zuweisen. Game Manager. Also den Play-Button, das Wasser und Ship Speed setze ich mal auf 20. Hier in dieser Startmethode können wir machen, was ganz am Anfang passieren soll. Hier wollen wir also die Methode Play aufrufen, wenn der Play-Button gedrückt wird. Dazu fügen wir einen Listener hinzu, der unsere Play-Methode aufrufen soll. In der Play-Methode nehmen wir das Wasser, Water, Punkt, Flow Magnitude und setzen es auf Speed, also auf Ship Speed. Das heißt also, unser Schiff schwimmt jetzt los und den Button, den machen wir einfach kaputt. Wir löschen ihn mit Destroy. Da müssen wir aber jetzt aufpassen, wir müssen das Game-Objekt von Play-Button löschen, nicht Play-Button nur. Das ist nämlich nur das Skript, das reicht nicht. Jetzt können wir das Ganze mal testen. Okay, super, das passt. Als nächstes brauchen wir ein Skript für unser Schiff. Wieder in den Scripts-Ordner. Das Skript ziehen wir wieder auf das entsprechende Game-Objekt, also das Schiff. Jetzt wollen wir mit der Space-Taste springen. Dazu wenden wir uns hier im Update an die Klasse Input und nutzen deren Methode getKeyDown. Der Keycode ist Space. Das Ganze packen wir in eine if-Bedingung und jetzt fügen wir eine ruckartige Kraft nach oben auf das Schiff aus. Dazu holen wir uns den Rigid Body des Schiffs. Das geht mit getComponent. Nun fügen wir eine Kraft hinzu mit addForce. Diese Kraft legen wir als Variable in den Inspektor nach draußen wieder. Dann verrechnen wir die Kraft mit der Richtung, also nach oben. Wir fügen hier nur ganz kurz eine Kraft hinzu. Daher ist es okay, das in Update zu machen. Wenn wir das dauerhaft machen würden, wäre Fixed Update besser. Denn Update wird nicht mit konstanter Framerate aufgerufen und würde dauerhaft das physikalische Verhalten verfälschen. Aber hier ist es ja wie gesagt nur ein einziges Mal kurz. Ansonsten besser Fixed Update. Testen wir das Ganze mal. Bei Ship nicht vergessen, die Jump Force einzustellen. Also, das sieht doch schon ganz gut aus. Wenn wir jetzt Münzen einsammeln wollen, wird es etwas komplizierter. Du siehst ja unsere Münzen, die sind keine Game-Objekte, sondern die gehören zur Tilemap.
Daher ist es ein bisschen schwieriger, sie zu entfernen. Wir können nicht einfach hier mit Destroy arbeiten, weil wir bei einer Kollision also die ganze Map bekommen und nicht nur eine Münze. Zunächst stellen wir mal fest, ob wir mit einer Münze bzw. mit dieser Map kollidiert sind. Gehen auf Coins und fügen einen Tag hinzu mit Attack Coin. Dieser Tag dient uns zur Unterscheidung, ob wir mit einer Münze oder mit irgendwas anderem kollidiert sind. Im Ship-Script prüfen wir jetzt mit onTriggerEnterToD, ob wir eine Münze erwischt haben. Wir vergleichen also das Tag von dem Objekt. Wenn es Coin ist, dann haben wir eine Münze. Das geben wir uns einfach erstmal in der Konsole aus zum Testen. Also hier Coin Collision passt also. Wir sind mit einer Münze kollidiert. Um das jetzt dauerhaft zu checken, habe ich die Methode onTriggerEnter auf onTriggerStayToD geändert. Dann holen wir uns den Punkt im Coins Collider, der dem Schiff am nächsten ist, mit Closest Point. Dann brauchen wir die Tile Map, die ich hier als Feld angelegt habe. Mit Word to Cell kriegen wir die Position der Münze raus und mit Set Tile setzen wir das entsprechende Teil auf Null und es ist weg. Nicht vergessen, die Tile Map zuzuweisen. Und sieht gut aus. Jetzt wollen wir natürlich mit der Kamera dem Schiff folgen. Dazu machen wir ein neues Skript Follow Camera. Wir haben hier zunächst eine Transform-Komponente Target, die von der Kamera verfolgt werden soll. Und unsere Kamera bekommt deren X-Positionen im Update immer wieder zugewiesen. Einfach, aber für unsere Zwecke hier völlig ausreichend. Jetzt bekommt natürlich die Kamera das Follow-Camera-Skript und verfolgt werden soll das Schiff. Also, funktioniert prima. Jetzt müssen wir noch verhindern, dass man mehrmals springen kann. Im Moment kann man also immer wieder auf die Space-Taste drücken und springen. Dazu brauchen wir eine Variable, die sagt, ob das Schiff im Wasser ist oder nicht. Das wird also dann eine zusätzliche Bedingung zum Springen. Und bei onTriggerEnterToD und dem Tag Water ist das Schiff also im Wasser. Ansonsten, also beim Verlassen irgendeines Colliders, nicht. Dazu braucht natürlich das Water den Tag Water. Den musst du hier noch anlegen. Also passt. Jetzt wollen wir noch den Score anzeigen. Dazu mache ich noch ein Skript Score Display. Score Display hat ein Feld mit dem Text als TextMesh Pro UGUI. Wichtig, Using TM Pro nicht vergessen. Dann gibt es eine öffentliche Methode Set, die nimmt den Score an und setzt den Text entsprechend auf den Wert. Ich mache hier noch ein leeres Game-Objekt UI. Da kommt das Skript drauf, das Score-Display. Jetzt braucht natürlich unser Schiff noch Verbindung zu dem Skript. Also zuerst mal eine Score-Variable als Ganzzahl. Dann die Verbindung zu dem Skript, Score-Display. Die stellen wir über Find Object of Type her. Und beim Sammeln einer Münze wird der Score jetzt hochgezählt und an die Set-Methode übergeben. Und natürlich brauchen wir das Textfeld noch mit dem Score. Das heißt hier bei Canvas, Rechtsklick UI, Text, TextMesh Pro. Das würde ich jetzt hier oben in der Ecke verankern, also der Anchor Ganze auf 0 setzen. Dann den Pivot, also diesen
Bezugspunkt zum Text, den würde ich auch noch versetzen. 1. Und jetzt den Text entsprechend groß ziehen. Schriftgröße ein bisschen größer. Vermitteln das Ganze. Und jetzt braucht natürlich unser UI-Skript diesen Text. Also, das passt. Jetzt müssen wir natürlich noch feststellen, wann das Schiff am Ende ist. Dazu mache ich einfach ein leeres Game-Objekt, createEmpty, nenne den Target Collider. Das kriegt einen Box Collider 2D, der ist Trigger. Der muss natürlich dorthin positioniert werden. Das Ende ist entsprechend vielleicht Größe. Und der Target Collider bekommt einen Tag Target. Jetzt checken wir im Shift-Skript, ob wir am Ziel sind. Dann setzen wir also die Geschwindigkeit auf 0. Das heißt, wir können uns einfach hier mit Find Object of Type den Buoyancy Factor 2D suchen. Es gibt ja nur einen pro Szene hier und setzen das Flow Magnitude. Jetzt hält das Schiff an und anschließend blenden wir noch ein Fenster ein. Das müssen wir uns jetzt noch machen. Ich mache hier also noch das Canvas ein Panel rein. Das würde ich schwarz machen jetzt hier. Dort einen Text rein. Den Text mittig ausrichten. Und dann kann man auch noch Button dazu machen. Den nenne ich Retry. Button entsprechend groß. Der andere ist 400 x 120. Das würde ich genauso machen. Die Schriftgröße auch. Und jetzt bekommt unser Game Manager einfach noch eine Retry-Methode dazu. Das heißt, erstmal brauchen wir hier den Retry-Button noch. Dann nochmal Listener. Die Methode, der Button aufruft, ist natürlich Retry. Und dann machen wir uns hier unten Methode hin. Retry. Und jetzt machen wir es uns ein bisschen einfacher und laden einfach den Level neu. Das heißt, wir brauchen den Scene Manager, die Engine.SceneManagement, Scene Manager, Scene. Da nehmen wir einfach den Build-Index 0, weil wir haben ja nur eine Szene. Also, müsste passen, probieren wir es mal aus. Unser Game Manager braucht natürlich noch den Button, das heißt also Retry müssen wir noch zuweisen. Ganz am Anfang muss unser Victory-Feld hier weg sein. Das müssen wir natürlich auch noch einblenden jetzt. Das heißt also, am besten machen wir das Ganze im Game Manager. Also eine öffentliche Methode, Public Void Victory. Und jetzt blenden wir das Panel ein. Das heißt, wir brauchen hier noch ein Panel. Schalten wir das Victory Panel am Anfang aus, falls es nicht aus ist, vorsichtshalber. Hier schalten wir es wieder ein. Damit man das Schiff nicht weiter bewegen kann, setzen wir einfach Time.Timescale auf 0. Da müssen wir es natürlich, bevor wir jetzt den Level neu starten, das Time.Timescale wieder hochsetzen. 1. Und jetzt wendet sich einfach unser Schiff an den Game Manager, also hier. Da machen wir es einfach mal genauso. Find Object of Type. Siehst also, es gibt die Möglichkeit, also solche Skripte auch zu suchen, wenn wir sowieso nur eins davon haben, wie der Game Manager oder auch der Buoyancy Effektor. Aber ich kann natürlich genauso Felder anlegen mit dem Game Manager, das würde genauso gehen. Also das sind jetzt hier mal zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Nehmen wir die Victory-Methode auf. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Jetzt müssen wir vielleicht hier noch was zuweisen beim Game Manager. Ja, also das Victory Panel, das brauchen wir natürlich noch. Also das ist jetzt hier so ein Fall, den müssen wir noch checken, dass also hier auch das Spiel zu Ende ist, falls das Schiff hier irgendwie nicht mehr weiter kann, nicht mehr im Wasser ist. Das werden wir am besten gleich machen.
Ja, wie stellen wir das fest? Wir können das feststellen, wenn das Schiff sich überhaupt nicht mehr bewegt. Holen wir uns am besten erstmal den Rigid Body hier direkt. Also das hier mit dem Get Component, das ist so jetzt hier ganz gut und schön, aber dauerhaft sollten wir vielleicht lieber die Komponente direkt haben. Das heißt Rigid Body 2D. Ich nenne die jetzt mal RB. RB ist Get Component Rigid Body 2D. Dann können wir hier einfach RB davor setzen. Gut, und jetzt haben wir hier den Rigid Body direkt. If AB.Velocity Magnitude gleich 0, dann wissen wir, das Ding steht. Und jetzt können wir also Game Over machen zum Beispiel. Das heißt, wir könnten uns in Game Manager noch eine Game Over Methode reinbauen und dann analog dazu noch ein Game Over Panel einblenden. Das heißt, wir brauchen noch ein Game Over Panel hier oben. Und dann schalten wir das Game Over Panel am Anfang genauso aus. Und dann machen wir uns hier noch einen Retry-Button für Game Over. Das ist jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt, hätte man vielleicht auch anders machen können, aber machen wir es jetzt mal auf diese einfache Art. Der ruft dann aber einfach das gleiche auf. Das heißt, Game Over Button macht genau das gleiche wie der andere. Und bei Game Over, da blenden wir jetzt das Game Over Panel ein. Das heißt, ich mache es mir jetzt einfach, ich dupliziere einfach Victory, klicke das an, Steuerung D, das um. Blende ich mir das mal ein. Okay. Da kann man aber den Text noch ein bisschen größer, die Breite. Und jetzt braucht natürlich unser Game Manager noch das Panel, also Game Over Panel, den Game Over Button. Gut, und jetzt am Ende müssen wir natürlich hier noch was tun, was aufrufen. Das heißt, wir wenden uns wieder an den Game Manager. Das haben wir hier unten schon mal gemacht. Mache ich jetzt hier wieder mit Find Object of Type Game Manager und rufe jetzt dann Game Over. So, also es passt. Try. Jetzt haben wir noch ein Problem, und zwar, wenn wir Game Over gehen oder auch wenn wir gewinnen, da haben wir folgende Situation. Ich starte jetzt und gleich kommt wieder das Fenster. Warum? Weil das Schiff ja steht, das bewegt sich ja nicht am Anfang. Und dadurch ist gleich wieder Game Over, weil wir gesagt haben, wenn das Schiff steht, ist Game Over. Ja, an dieser Stelle. So, das Ganze habe ich jetzt folgendermaßen gelöst. Und zwar, Game Manager habe ich mir noch Public Bool Game is Running angelegt. Das hier ist eine Property. Properties benutzt man, wenn man auf Variablen von außen zugreifen will, weil normale Felder, normale Variablen macht man, also wie diese hier, macht man normalerweise nicht public. Das widerspricht der Kapselung. Es wird jetzt hier in dem Anfänger-Tutorial ein bisschen zu weit, also man macht es einfach nicht. So, und ja, und stattdessen nutzt man Properties und die sehen folgendermaßen aus. Die haben Accessors, Get und Set. Also das hier kann man von außen holen, aber nur private, also nur von diesem Skript aus setzen und ist am Anfang false. Das Game is running. Das Property wird groß geschrieben und hier unten bei Play wird Game is running dann auf True gesetzt. Also wenn das Spiel losläuft, dann wird es auf True gesetzt bei Play. Dann im Schiff habe ich mir den Game Manager hier nochmal als Feld angelegt. Der heißt hier GM und habe ihn mit Find Object of Type Game Manager gesucht, sodass er eben im Skript hier immer zur Verfügung steht. Und dann habe ich hier an dieser Stelle nochmal geprüft, wenn Magnitude, also Velocity Magnitude 0 ist und Game is running, dann
gibt es Game Over. Da wir jetzt hier also sowieso den Game Manager ständig haben, kann man dann hier unten das Find Object of Type Game Manager ersetzen durch GM und Victory. Sollte jetzt funktionieren. Ich teste erstmal den Pfeil, wo das Schiff anhält. So, jetzt habe ich durch, habe es geschafft. Victory, try, okay, passt, funktioniert. Also, mir hat Spaß gemacht, ich hoffe dir auch. Wenn du Fragen hast, dann schreib in die Kommentare, frag nach. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Lass mir bitte ein Like da. Überleg dir vielleicht, ob du ein Abo machen willst, wenn dir der Kanal gefällt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.